Verschwinden Sie. Raus hier. Ich will so verdammtes Miststück. Verschwinden Sie. Ich rufe das Jugendamt. Du bist die Einzige, die ich liebe. Ich denke die ganze Zeit an dich. Und dir geht's genauso. Egal, was du jetzt sagen willst. Hey, wir lieben uns. Und es macht doch keinen Sinn, sich dagegen zu wehren. Seid ihr jetzt total durchgeknallt, oder was? Konstantin. Was soll das denn werden? Eine kleine Performance für den Französischunterricht? Oder doch besser eine Headline für die Lokalnachrichten? Nein, wir, Was denn? Skandal am Heinrich-Heine, Lehrerin techelt mit Schüler? Konstantin, bitte. Ich weiß nicht, ob euch das in irgendeiner Form aufgefallen ist, aber die Pause ist gleich zu Ende. Sie haben völlig recht, das war absolut unverantwortlich. Anne, du kommst jetzt mit, du Wahnsinniger. Vite, vite! Monsieur, dame, silence, s'il vous plaît. Alors, qui peut commencer? Hast du dich verletzt? Hoffentlich hat er sich nicht verletzt. Wenn, dann wissen Sie ja, wer sich das ganze Leben lang Vorwürfe machen muss. Was wollen Sie mir denn jetzt unterstellen? Hätten Sie mich nicht gestört, dann würde der Kleine hier frisch gewickelt liegen und schlafen. Sie hatten überhaupt kein Recht, in seine Nähe zu kommen. Entschuldigung, der Kleine schreit sich hier die Seele aus dem Leib und Sie können ihn nicht beruhigen. Auch wenn das uns beiden jetzt schwerfällt, wir müssen an Hannes denken. Das müssen Sie mir nicht sagen. Oh Gott, hast du eine Gehirnerschütterung oder innere Blutung? Ich fahre sofort mit ihm ins Krankenhaus. Ich komme mit. Sein Großvater hat mich beauftragt, auf ihn aufzupassen. Ich kann hier nicht warten. Er braucht mich. Also gut, dann kommen Sie mit. Sag mal, was ist denn los mit dir? Du haust ja rein, als gäbe es keinen Morgen. Verstehe. Der Anwalt macht sich fit für den Golfplatz. Du hast ein Leben, ich sag's dir. Nur kein Leiterwirt. Allerdings sieht mein Freizeitvergnügen heute etwas anders aus. Ach ja? Mein Akkuservice. Etwas früh. Hi. Hallo? Waren wir nicht erst in einer halben Stunde verabredet? Der Familienausflug, wie herrlich. Sozusagen der erste Schritt dorthin, ja. Wir wollten nur mal sehen, ob du schon wach bist. Und fit. Und den Termin nicht vergessen hast. Nein, alles bestens. Ja, was steht denn auf dem Programm? Unser erster Untersuchungstermin in einer Klinik für Reproduktionsmedizin. Wow, klingt verdammt romantisch. Wird denn nicht getestet, ob bei dir alles fit im Schritt ist? Nicht getestet. Bestätigt. Ach ja, wozu denn der Eiweißflash? Ich mag nun mal Rühreier. Naja. Lars wird das schon ganz easy machen. Wir haben ihn nicht umsonst als Spender ausgesucht. Dürfen wir dich denn vorher noch zu einem kleinen Stadtbummel einladen? Sozusagen als Ablenkung? Lass mal, ich habe noch zu tun. Wir treffen uns nachher in der Klinik, ja? Alors, merci beaucoup, à demain. Gehen wir noch was trinken im No Limits? Geh schon mal vor. Schließ wenigstens ab, oder bist du echt scharf auf den Skandal? Geh. Geh ins No Limits und laber Gregor voll. Dir ist echt das Hirn in die Hose gerutscht. Paul, was willst du noch? Von dir die Wahrheit.
dass du genauso viel für mich empfindest, wie ich für Mein Gott, wir können froh sein, dass es eben nur Konstantin Wenn war. der Trottel nicht reingekommen wäre, hast du nicht gespürt, wie viel da noch zwischen uns ist? Das bildest du dir ein. Okay, ich mag dich. Sehr sogar. Aber du bist mein Schüler. Aber das fällt doch nicht auf. Nein, Paul. Ich kann meinen Job, meine Karriere nicht aufs Spiel setzen. Und ich werde es nicht tun. Das wird nicht passieren, das verspreche ich dir. Außerdem bist du bedeutend jünger als ich. Und, wen stört das? Mich nicht? Paul, wir kommen nie zusammen. Begreift es endlich. Lass mich in Ruhe. Na, hoffentlich hast du nicht zu oft geübt. Ich meine, du siehst extrem entspannt aus. Bei so einem Termin sollte man auch entspannt sein. Solltest du doch ein paar Tipps brauchen. Nein, lass stecken. Ein bisschen Erfahrung habe ich mittlerweile ja auch. Ah ja? Naja, und wenn das so ist, dann weißt du sicher auch, was auf dich zukommt. Auf Kommando, in so einer Kabine. Diese Vorurteile. Dann guck dir doch erstmal diese Homepage der Klinik an. Diese Kabine ist ein stilvoll eingerichtetes Herrenzimmer. Und dass Carla und Susanne draußen darauf warten, dass du, Stört mich nicht. Klar. Also, wenn ich mich an meine Cowboy-Zeiten erinnere, dann musste ich auch manchmal unter Extrembedingungen arbeiten. Weißt du, was ich gedacht habe, wenn eine Kundin mir gar nicht, lag? Nein, und das will ich auch gar nicht wissen. Das Einzige, woran ich denke, ist, dass Susanne mit meiner Hilfe schwanger wird und sie mit Carla eine Familie gründen kann. Und das ist genau die richtige Einstellung, weißt du? Und sollte doch der Notfall eintreffen, dann hat die Sprechstundenhilfe sicher ein paar Tricks auf Lager. Hey, ich bin doch nicht der erste Mann im Universum, der zur Samenspende geht. Nee. Was wünscht man denn so einem Mann? Einen guten Lauf? Ich gehe einfach ganz locker ran und dann wird das schon klappen. Herr Schneider, Sie sind dann jetzt dran. Okay, Ich hole dann schnell die Unterlagen und dann zeige ich Ihnen das. Herrenzimmer. Ah, ich sehe, Sie haben sich schon beschäftigt mit unserer Praxis. Ja, ich war mal auf Ihrer Homepage, rein Interesse halber. Ja, dann sind Sie ja bestens informiert. Ja, wollt ihr nicht Kaffee trinken gehen? Das lohnt gar nicht. Ich bin doch gleich nach dir mit der Untersuchung dran. Ja klar, geht ja ratzfatz. Eben, Lars. Immer locker bleiben. Ja. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich bin total locker. Herr Schneider, das ist der Behälter für das Ejakulat. Das stellen Sie dann gleich in die Durchreiche zum Labor. Ja, würden Sie dann bitte mitkommen? Ja. Also dann. Ich bin sicher, Sie werden sich bei uns wohlfühlen. Ja, ganz bestimmt. Dass ich als Mutter nicht mal bei der Untersuchung dabei sein darf. Sie wissen doch, wie streng das Jugendamt ist. Zum Glück konnte Johannes gleich als Aufsichtsperson herkommen. Er ist sein Großvater. Er hat überhaupt keinen Bezug zu meinem Sohn. Sie können sich nicht vorstellen, wie das ist, wenn man nicht weiß, was mit seinem Kind geschieht und wie es um den Kleinen steht. Doch. Der kleine Johannes hat bestimmt keine schweren Verletzungen. Auf der Fahrt war er doch schon wesentlich ruhiger. Und? Der Kleine hat noch mal Glück gehabt. Es ist alles in Ordnung. Anne? Bitte, Anne. Lassen Sie sich aufhören, bevor wir überhaupt angefangen haben. Anne! Lars gefällt es scheinbar ganz gut im Herrenzimmer. Oder gar nicht.
Dauert das immer so lange? Woher soll ich das wissen? Na, du kennst dich doch mit Männern aus. Ja klar, mit meinen Ex-Männern gehörte das immer zum Standardprogramm. Meinst du, Lars hat uns was verschwiegen? Dass er vielleicht gar nicht. Hör bloß auf. Wenn er als Samenspender nicht in Frage kommt, dann... Fängt die Suche von vorne an. Ich will gar nicht dran denken. Zum Glück ist mit Ihrem Enkel alles in Ordnung. Ja, wir sind alle sehr erleichtert. Irgendwelche wichtigen Anrufe für mich? Kommissar Krüger hat angerufen. Er hat noch ein paar Fragen an Sie und an dich. Das heißt, dass Ansgar vermutlich immer noch nicht entlastet wurde. Oder er hat seinen kleinen Nebenjob endlich gestanden. Ansgar hat nichts mit dem Kokainschmuggel zu tun. Jeder weiß, dass Sie ihm die Drogen untergeschoben haben. Wenn das wirklich so wäre, dann hätte man mir das wohl längst nachgewiesen. Die Kripo ist doch wahrscheinlich genauso clever wie Sie. Ja, und deswegen ist es auch nur eine Frage der Zeit, bis Ansgars Unschuld bewiesen ist. Nathalie, bitte. Oder mir das Sorgerecht wieder zugesprochen wird. Oh, mein Süßer. Lassen Sie das bitte. Nathalie übernimmt das. Merken Sie nicht, wie der Kleine sich aufregt, weil diese Frau... Frau von Anstetten. Mein Sohn vermisst mich. Er braucht seine Mutter. Hannes hat sich längst daran gewöhnt, ohne sie auszukommen. Und Nathalie macht ihre Sache sehr gut. Aber das ist eine Ausnahmesituation. Er hat einen anstrengenden Morgen hinter sich. Ich habe auf Ihren Wunsch, wenn ich Sie recht erinnern darf, das vorläufige Sorgerecht für das Kind übernommen. Bitte halten Sie sich an die festgelegten Besuchszeiten, ansonsten dürfen Sie sich gerne in Ihren Privaträumen aufhalten. Wie Sie meinen, Herr Graf. Bis später, mein Süßer. Bis nächsten Samstag ist wohl realistischer. So, ich mache dir jetzt erstmal einen Brei. Hm? Frau Kettler, würden Sie das bitte übernehmen? Nathalie, ich möchte mit dir sprechen. Dem bringst du besser einen koffeinfreien. Och, schon wieder wegen Anne? Nein, Konstantin. Ihr seid jetzt zusammen? Ja, das passt. Mach mir einfach einen Milchkaffee, okay? Kommt. Besonders lang musstest du bei der Siebert ja nicht nachsitzen. Anne war in mich verliebt. Sie hat es zugegeben. Paul, wann vergisst du die Frau endlich? Es ist sinnlos. Und weißt du, dass ich mir das Ei selbst gelegt habe? Anzeichen geringfügiger Gehirntätigkeit? Ich habe dir gleich gesagt, du sollst die Finger von deiner Lehrerin lassen. Mann, dass ich sie mit der kleinen Jensen eifersüchtig gemacht habe. Das nimmt sie mir übel. Wieso hast du mich nicht davon abgehalten? Dich? Na klar. Und morgen laufe ich über den Rhein. Ich bin so ein Idiot. Erzähl mir was Neues. Sie hat gesagt, es wird nie wieder was zwischen uns laufen. Nie wieder. Eine kluge Frau. Wir wären das perfekte Paar gewesen. Aber leider eine Nummer zu groß für dich. Ich muss Anne einfach vergessen. Entschuldigen Sie bitte. Mit Herrn Schneider ist da alles in Ordnung? Ja, ganz bestimmt. In dieser Umgebung dauert es manchmal etwas länger. Ziemlich lang. Und wann komme ich dran? Wir haben gerade noch einen Notfall reinbekommen, aber dann. Und? Ja, Sie dürfen sich auch nicht so unter Druck setzen, Herr Schneider. Na, ehrlich gesagt, ein bisschen Druck könnte ich gebrauchen. Woran liegt's denn? Hast du was Falsches gegessen? Oder zu wenig geschlafen? Nein, diese Zeitschriften, das ist einfach nicht mein Ding. Und dieses Sofa ist total ungemütlich. Es... Geht einfach nicht. Ja. Sagen Sie, könnte ich nicht doch zu Hause? Tut mir leid, Herr Schneider, das Ejakulat muss sofort gekühlt und untersucht werden. Verstehe. Das heißt also... Probieren Sie doch mal unseren Videorekorder aus. Wir haben da ein paar sehr schöne Filme. Vielleicht können wir dir behilflich sein. Ihr? Nein, Quatsch. Ich meine, ich krieg das hin. Das wäre ja noch schöner. Ja. Ich verstehe einfach nicht, wie so etwas passieren konnte, Nathalie. Tanja und ich, wir hatten mal wieder die übliche Diskussion.
Hannes lag auf dem Wickeltisch und ich weiß selbst, ich hätte ihn nicht aus den Augen lassen dürfen. Ist dir eigentlich klar, wie schwer sich das Kind hätte verletzen können? Abgesehen davon, dass du mich vor dieser von Anständen düpiert hast. Ich vertraue dir meinen Enkel an. Denke, dass er bei dir in besten Händen ist. Aber dir sind diese sinnlosen Streitereien offenbar wichtiger. Diese intrigante Schlange hat Ansgar ins Gefängnis gebracht. Verstehst du nicht, dass meine Nerven blank liegen? Sollte Ansgar unschuldig sein, wird er auch entlastet werden. Fast hätte ich's geschafft. Tanja macht gemeinsame Sache mit Ansgars Assistentin. Ich habe die beiden fotografiert. Wo sind die Fotos? Tanja hat mich erwischt und den Film zerstört. Sie will das Sorgerecht zurück und dazu ist ihr jedes Mittel recht. Oder glaubst du wirklich, dass Ansgar Drogen schmuggelt? Darf ich dich daran erinnern, dass er mich fast umgebracht hat? Ich traue Ansgar so ziemlich alles zu. Ansgar sitzt unschuldig im Gefängnis. Weißt du, wer für mich der einzig Unschuldige in dieser ganzen Angelegenheit ist? Mein Enkel. Natalie. Und solltest du dich weiter um ihn kümmern wollen, solltest du vor allem eins im Auge haben. Sein Wohl. Und überhaupt, eigentlich bist du an allem schuld. Wer, ich? Ja, du auch. Du hast gesagt, die Frau steht auf mich. Körpersprache und so. Kompletter Bullshit. Sie ist positiv. Du hast was dazugelernt. Wenn die Frauen das eine sagen, dann meinen sie das andere. Eigentlich hat das mit den Frauen noch keinen Sinn. Oder wir sind einfach zu blöd, uns die richtige auszusuchen. Auf alle Fälle keine Lehrerin mehr. Und keine, die auf Stallburschen steht. Lesben fallen auch raus. Und Zicken sowieso. Eigentlich haben wir doch gar nicht so hohe Ansprüche. Eben. Die Frauen haben einfach nicht kapiert, was sie verpassen. Bis auf eine. Anne 2. Klingt wie ein Helikopter. Ich sollte so langsam mal meinen Fuhrpark ausdünnen. Ich kann doch auch nichts dafür. Ich bin nicht in sie verliebt. Ja, dann sag ihr das endlich. Ah, Herr Schneider, Sie sehen aus, als hätten unsere Filme geholfen. Ja, vielleicht sollte ich mir die mal ausleihen. Ja, wir sind eben darauf eingestellt, dass manche Männer leichte Starthemmungen haben. Aber war ja zum Glück kein Totalausfall. Die Spermien werden sofort im Labor untersucht und morgen früh liegt dann das Ergebnis vor. Na, hoffentlich sind die nicht so langsam wie ich. Bestimmt nicht. Jedenfalls hast du dir jetzt eine Belohnung verdient. Schließlich hattest du einen harten Job. Ja, macht euch nur lustig über mich. Wir machen uns nicht lustig, wir freuen uns. Und jetzt? Frau Brandner? Tut mir leid, dass Sie so lange warten mussten, aber jetzt kommen Sie dran. Ich habe mich nicht gelangweilt. Geht schon mal vor ins Schneiders. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Wir warten natürlich auf dich. Also wenn wir feiern, dann alle zusammen. Die blöden Zähne machen mir ganz schön zu schaffen, was? Meinen Sie, ein Tee würde ihn beruhigen? Danke, Inga, aber ich fürchte, im Moment hilft wirklich gar nichts. Inga, ist noch was von dem Obstsalat übrig? Ja. Machen Sie mir bitte eine Schüssel mit Vanilleeis. Warum legen Sie ihn nicht auf den Bauch? Wenn Hannes Bauchschmerzen hätte, dann hätte ich das schon längst getan. Inga, könnten Sie mir den Beißring aus dem Kühlschrank geben? Gerne. Danke. Hier, das kühlt schön. Sehen Sie jetzt, dass Ihre Tipps völlig überflüssig sind? Es liegt eindeutig an den Zähnen. Spätestens 2 Minuten schläft er. Bravo. Sie sind ja eine richtige Super-Nanny. Wenn die Ergebnisse in Ordnung sind, dann kann es ja praktisch losgehen. Und wer weiß, vielleicht sind wir nächstes Jahr um diese Zeit schon Eltern. Ja, und habt Augenringe bis zu den Fersen.
Das wäre mir egal. Ich werde jeden Moment genießen. Susannes Schwangerschaft, die Geburt. Von mir aus übernehme ich auch die Nachtschichten. Wow. Ich glaube, so einen Partner würden sich viele Mütter wünschen. Sag mal, habt ihr gelost, wer das Kind bekommt? Susanne hat sich freiwillig bereit erklärt, weil... Gut, das klingt vielleicht ein bisschen egoistisch, aber... Für mich kommt so eine Schwangerschaft einfach nicht in Frage. Und für Susanne ist es okay. Also manchmal finde ich eure Beziehung schon fast erschreckend harmonisch. Harmonisch nicht unbedingt. Aber dafür ist mein Leben mit Susanne spannend und aufregend. Und wenn man dann noch so einen unkomplizierten Samenspender findet wie dich, Unkompliziert? Du hättest mich vorhin sehen sollen. man hat's dir angesehen. Aber dafür kriegst du auch ein nettes Dankeschön. Ach, Quatsch. Kleiner Gefallen unter Freunden. Nein, Lars. Du erfüllst uns einen großen Wunsch. Wir können eine Familie gründen. Wenn du nicht nach Düsseldorf zurückgekommen wärst, dann würden wir jetzt immer noch nach dem geeigneten Spender suchen. Versuchen Sie es mal damit, das hilft eigentlich immer. Wenn Sie glauben, dass es was bringt. Darf ich oder möchten Sie unbedingt? Hallo, mein Kleiner. Guck mal, dein Schmusetuch. Na, was ist denn los? Das hilft doch sonst immer. Scheinbar erkennt er es nicht. Oder er findet diesen Lappen genauso eklig wie ich. Hat sich der Kleine immer noch nicht beruhigt. Selbst Tanjas Wundermittel nutzt nichts. Ich denke, ich werde hier nicht mehr gebraucht. An Ihrer Stelle würde ich die Zeit auf Königsbrunn noch genießen. Bis ich bewiesen habe, dass Sie hinter der Intrige gegen Ansgar stecken. Natürlich. Und dann müssen Sie sich nicht nur mit einer kleinen Gefängniszelle begnügen, sondern können auch Ihrem Sohn für lange, lange Zeit Lebewohl sagen. Komisch. So schwierige Aufgaben wie du hat Susanne doch gar nicht zu bewältigen. Das muss ich mir jetzt wohl mein Leben lang anhören. Genau. Und wenn unser Kind ein Trödler wird, dann wissen wir, woher es kommt. Von der Mutter natürlich. Ich meine, Susanne ist ja wohl auch nicht die Schnellste. Hm. Da bist du ja. Was ist los? Susanne, was ist passiert?